Mein Name ist Florian Reichle. Ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer von Trinkl 3D. Und bei Trinkl haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Designen im 3D-Druck zu vereinfachen. Um 3D drucken zu können, braucht man im Wesentlichen zwei Dinge. Man braucht einen Drucker, man braucht ein Design. Während sich große Teile der Industrie auf das Drucken konzentrieren und da große Fortschritte erreicht haben, ist im Designing relativ wenig passiert. Hier wird immer noch konstruiert, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich manuell von gut ausgebildeten CAD-Experten. Das war okay in der Zeit, als man einmal aufwendig konstruiert hat und dann aber hunderttausende Mal, millionenfach irgendwelche Dinge produziert hat und entsprechend die Kosten dann über diese Stückzahlen verteilen konnte. Heute mit 3D-Druck fokussieren wir uns eigentlich auf kleine Losgrößen, wenn nicht sogar Einzelteile. Und das ist ein großes Problem, weil für viele unserer Kunden ist dann das eigentliche Konstruieren deutlich teurer als das Produzieren. Diesem Problem haben wir uns angenommen und haben bei Trinkl mit unserer Paramate-Lösung eine Softwarelösung geschaffen, mit der wir in der Lage sind, die verschiedensten Designaufgaben deutlich zu vereinfachen. Einer der spannendsten Anwendungsbereiche für 3D-Druck ist tatsächlich das produktionsnahe Umfeld. Im Grunde ist es der nächste Schritt nach dem Rapid Prototyping, nun sich zu überlegen, okay, wie kann man diese Technologie im Produktionsumfeld nutzen? Und dabei ist das Stichwort Jigs and Fixtures, also zu Deutsch Lehren und Vorrichtungen. Wir haben eine Softwareanwendung entwickelt, basierend auf unserem Paramate-System, das sich Fixture Designer nennt. Das heißt, innerhalb dieser Anwendung kann auch eine Person ohne tiefgreifende CAD- und 3D-Druck-Expertise trotzdem innerhalb von wenigen Minuten eine solche Vorrichtung konstruieren. Der Prozess ist ganz einfach. Man lädt ein Bauteil hinein, man definiert die Kontaktbereiche, wo die Vorrichtung das Bauteil halten soll. Insgesamt kann man das in einem sehr intuitiven Prozess relativ schnell erzeugen und hat innerhalb von 10, 15 Minuten meinetwegen eine solche Vorrichtung erzeugt, die dann im nächsten Prozess auf einen relativ günstigen FDM-Drucker geschickt werden kann. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit eine 3D-gedruckte Vorrichtung. Zweiter Fokuspunkt sind medizinische Applikationen. Hier müsste auch immer von Hand ein Ingenieur manuell designen für den einzelnen Patienten, wie muss sowas aussehen. Und hier können wir eigentlich auf Basis von externen Daten, beispielsweise Scan-Daten für eine Orthese, den Arm abtasten und diese Daten nutzen. Und unser System konstruiert dann automatisiert entsprechend die richtige Orthese individuell auf den Patienten zugeschnitten. Für einen deutlich besseren Fit, Komfort sind sogar Kosteneinsparungen für den tatsächlichen Hersteller dieser medizinischen Anwendungen. Das Charmante an der Stelle ist, dass Unternehmen dadurch den Einstieg in den Bereich 3D-Druck sehr, sehr schnell erzeugen können. Sie kommen mit einem niedrigschwelligen Drucker klar, sie kommen mit einer Softwarelizenz von uns klar und können dann im Grunde morgen anfangen zu konstruieren und zu drucken.